Wo kann ich am besten Düfte kaufen? Gerade jetzt vor Weihnachten nochmal sehr interessant. Ich werde immer ständig danach gefragt und das werde ich euch jetzt nochmal kurz erläutern, welche Online-Stores für mich, meine persönliche Meinung, gehen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr dabei seid und bleibt hier. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es jetzt. So, Düfte sind sehr nice, aber wo sollte man Düfte kaufen? Gleich mal ganz kurz vorweg, ist zwar unwichtig, aber für manche vielleicht nicht. Ich wollte dieses Video, hatte ich eigentlich schon fertig gemacht. Ich hatte es gestern in der Deutschen Bahn tatsächlich. Ich war mal in der Deutschen Bahn, fahre ich selten. Aber gestern war ich mal dran, da wollte ich das Video eigentlich schon unterwegs aufnehmen, in der Bahn vielleicht, aber es ist nicht möglich. Diese Bahn wackelt, ist laut und es stinkt. Es ist widerlich. Ich wollte es einfach mal erwähnen, weil es muss auch mal erwähnt werden. Also was hier mit der Deutschen Bahn aktuell vonstatten geht, ist nicht so schön wie wenn ich das hier rieche. Oh, eine absolute Katastrophe. Naja, und an Bahnhöfen brauchen wir gar nicht von reden. So, das mal eine kleine Story nebenbei. Aber jetzt kommen wir, wo kann man am besten solche und überhaupt normale Designerdüfte oder auch günstige Düfte und Nischendüfte kaufen. So, wir fangen mal ganz stylisch an, kultig an, natürlich mit Douglas. Das könnt ihr machen. Da gibt es dann auch ab und zu mal ein paar Angebote, aber so viel nicht. Und online müsst ihr mal gucken. Das ist immer nur Erfahrungsberichte von mir. Das dauert ein bisschen, bis es losgeschickt wird. Wir reden hier jetzt nicht von, wenn es dauert, dass DHL lange braucht. DHL ist ein anderes Thema und es ist Weihnachten. Da nehme ich tatsächlich mal DHL in Schutz ein bisschen. Sonst verstehe ich es nie, warum es ewig dauert, weil ich kriege manchmal Pakete aus Chicago, die sind schneller vor der Haustür als in Deutschland, innerhalb von Mitte Deutschland bis Norddeutschland. Ja, da muss man nicht drüber reden. Aber ja, es ist da ein bisschen, wie soll ich sagen, Douglas ist da ein bisschen langsam. So, wenn ihr in den Store reingeht, brauchen wir nicht von reden. Wenn ihr Informationen haben wollt, wenn ihr ein bisschen Aufklärung haben wollt, wenn ihr euch noch nicht mit Düften auskennt, geht bitte nicht nach Douglas, weil die meisten haben da keine Ahnung. Also es ist eine Katastrophe und das kommt nicht nur von mir. Also es ist schlimm, wenn sie sich überhaupt für euch Kunden interessieren und nicht weiter in der Ecke rumstehen und quatschen. So, Real Talk, ist einfach so. Douglas, ja, kann man machen, aber da kommen jetzt noch welche, die auf jeden Fall besser sind. Auf jeden Fall könnt ihr auf jeden Fall bei Notino auch kaufen. Jetzt kommen wir zu Notino. Notino ist ein Laden, da müsst ihr nicht immer ein bisschen Angst haben. Sie haben sehr viel auch oder ein bisschen weniger. Früher war es ganz extrem. Graumarktprodukte. Graumarktprodukte sind günstig eingekauft, sind aber keine Fakes. Alle Stores, die ich jetzt hier euch oder Online-Stores, die ich euch heute hier erzähle, haben keine Fakes. Also ich habe noch nicht einmal ein Fake bekommen, wenn ich es grau mag, warum die manchmal günstig sind. Also nicht immer Angst haben, das ist eben so. Ob der Graumarkt für manche gut ist, für manche Firmen, ob das so sein soll, das ist ein anderes Ding, weil Notino hatte mal das Problem, die waren sehr günstig bei Tom Ford, jetzt sind sie bei Tom Ford teuer, weil sie wahrscheinlich einen auf den Deckel bekommen haben und auch von Chanel. Das ist eben so, aber whatever, da stecke ich nicht drin. Wichtig ist nur, Notino könnt ihr auch locker was kaufen, entspannt. Die versenden einigermaßen schnell, sie waren früher schneller. Das hat sich auch so ein bisschen erledigt, aber kann man machen. So, jetzt kommen wir zu Easy Cosmetic. Ich hoffe, dass ich auch alles im Kopf habe. Ich mache das Freestyle. Ich habe hier nichts aufgeschrieben, stehen welche Stores. Easy Cosmetic kriege ich sehr viel Nachrichten. Oh nee, das ist mir zu unsicher, das ist nicht gut. Also ganz ehrlich, noch nie was mit gewesen. Eigentlich auch schnell am Versenden, läuft gut. Und ja, könnt ihr auch was bestellen. Ich habe bei Easy Cosmetic allerdings nur einen teuren Duft bestellt, sonst günstige, in Anführungsstrichen günstig. Ne? Also es gibt natürlich auch so meine Favoriten. Bei Nische bestelle ich woanders, da kommen wir gleich noch zu. Und so, aber bei normalen Düften oder wenn ihr, also bei Designer-Düften kann man Easy Cosmetic locker nehmen. Notino könnt ihr arabische Düfte und auch Designer nehmen. So, der nächste ist genau wie Boesti, da müsst ihr auch keine Angst haben. Die versenden meiner Meinung nach sehr schnell. Da funktioniert aber eigentlich reibungslos. Und nochmal, wenn es länger dauert, nicht hier reinschreiben, das stimmt, DHL jetzt zu Weihnachten ist was anderes, ne? Überhaupt ist das selbstverständlich. So, aber Boesti geht auch, da kriegt ihr auch
günstige arabische Düfte und auch im Designer und bis teuer, glaube ich. Da habe ich noch nicht nachgeschaut. Auch dort habe ich immer normale Düfte gekauft. So, genauso, jetzt kommt so ein bisschen der Geheimtipp, was immer sehr schnell geht und was vom Preis, Leistung unschlagbar gut ist, aber in allen Belangen, auch im Nischenbereich. Und da könnt ihr locker kaufen, das ist Parfümzentrum. Parfümzentrum ist so ein bisschen mein Favorit geworden. Wirklich gut, schnell, easy. Ich bin der Meinung, es macht ja, wenn von Namen her, oder wenn ich mich nicht ganz täusche, vielleicht ist das noch ein anderer Laden. Das macht so ein bisschen älterer, glaube ich. Hört sich jedenfalls ein bisschen älter an von Name. Ist auch alles easy, Alter. Wenn das so läuft und ist cool. Und da könnt ihr wirklich alles irgendwie holen. Da gab's noch nie Probleme. So, dann kommen wir mal, wenn ihr ein bisschen Nische kaufen wollt oder ein bisschen teurer Düfte, könnt ihr auch bei Bräuninger. Aber bei Bräuninger muss ich da jetzt irgendwas zu sagen. Ich glaube, das steht für sich. Könnt ihr kaufen. Ganz locker. Die haben ja auch Louis Vuitton-Klamotten und Prada. Die haben ja alles, ihr wisst das ja. Und da könnt ihr das auf jeden Fall machen. Also da hatte ich bis jetzt noch null Probleme. Ja. So, dann haben wir noch bevor ich das jetzt vergesse, den vergesse ich jedes Mal, und zwar Essenza Nobile heißt er, ne? Heißt er so, glaube ich, immer falsch aussprechen oder ich vergesse das immer. Ich glaube, den habe ich letztens auch vergessen. Bin ich der Meinung, dass das letzte Mal so ein Video gemacht habe. Da könnt ihr Nischendüfte natürlich locker kaufen. Ist easy, ist locker, funktioniert wunderbar. Bei Nischendüften ist es ja auch mal so das Ding, da müsst ihr euch, oder ihr solltet euch, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt ihr Liebe, da kann ich jetzt mit rein hier nehmen, zum Liebe zum Duft, Essenza Nobile. Und da gibt's noch einen, keine Ahnung, vergesse ich jetzt. Nehmen wir die beiden. Da habe ich oder bestelle ich eben grundsätzlich und da easy, locker. Die machen das mit Nische und Punkt und dann ist gut. Also da könnt ihr nichts mit falsch machen, ehrlich gesagt. Ja, was soll man da auch großartig falsch machen, ne? Also wenn man nur auf Nische spezialisiert ist, funktioniert das dort wunderbar. Ich sage jetzt aber auch nur das, was ich für mich so, welche Stores online ich nehme. Ne? Es gibt bestimmt auch noch andere und so weiter. Und ich, wie gesagt, mache das Freestyle. Irgendwelche habe ich schon so vergessen. Und also, obwohl eigentlich nicht. Das sind so die hauptsächlichen, wo ihr jetzt locker noch bestellen könnt. Und ja, einen habe ich vergessen. Parfum Dreams, genau, Parfum Dreams. Ja, aber da gibt es ein Problem und das liegt auch nicht, weil Weihnachten ist. Parfum Dreams ist mit Versenden. Die letzten 3, 4, die ich dort bestellt habe, Katastrophe. Manchmal ist es auch so schon, ich kann das trotzdem empfehlen, weil ihr müsst da keine Angst haben und es läuft. Vielleicht habt ihr auch Glück. Es geht auch manchmal schnell und manchmal dauert es eben. Aber das Problem, was auch schon zweimal passiert ist, der wollte was bestellen und dann dauert das, was passiert ist und dann schreibt ihr irgendwann hin, ja, wir mussten das aus einem anderen Lager holen. Ja, okay, aber dann gleicht doch bitte eure Webseite an, damit das funktioniert. Weil sonst albern, ne? Weil das bringt ja gar nichts, und gerade jetzt nicht. Also das muss schon so angeglichen werden, dass die Webseite das erkennt und dann ist erst in 5, 6, 7 Tagen vorrätig oder so weiter und so fort. Aber nicht auf Lager und dann dauert das erstmal 1,5 Wochen. Das geht auch nicht. Aber sonst kann ich natürlich ohne Probleme Parfum Dreams empfehlen. Ja, aber es dauert. Ne? Also selbst im normalen Zeitraum, meiner Meinung nach, in meinem Fall, dauert's im Moment so viel. So, das sind die hauptsächlichen Dinger. Ich muss jetzt auch nicht noch mehr raussuchen. Das sind so die, wo man bestellen kann. Und das, hättet ihr eigentlich gar keine Probleme mit. Da läuft es eigentlich ganz easy. Für Leute oder für Firmen, die ich jetzt vergessen habe, es kann sein, aber meine wichtigsten habe ich erwähnt. Und gut ist, na, was ist das denn? Geht auch gleich die Stimme weg. Ja, dann schreiben wir unter, wo bestellt ihr sonst noch und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend bin ich raus. Und nochmal ganz kurz, bevor das Video hier zu Ende geht. Es kann jetzt alles lange dauern und vielleicht kommt es auch nicht zu Weihnachten an. Das ist eben so, ne? Und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.